Anime-Filme sind oft der Einstieg in das Medium an sich und auch Nicht-Anime-Fans haben mindestens schon einmal von Studio Ghibli gehört. Viele von uns sehen Filme wie Chihiros Reise ins Zauberland, Das Schloss im Himmel oder Das wandelnde Schloss als großen Teil ihrer Kindheit an und lassen sich auch noch heute von diesem begeistern. Ghibli-Filme haben einfach etwas Magisches an sich. Sie entführen einen in eine andere Welt, erzählen dabei eine mitreißende Geschichte über Fantasie, Träume und Wesen, wie sie aus einem Kinderbuch stammen könnten. Und dabei schaffen sie es auch noch einem, eine lange Zeit im Kopf zu bleiben. Dennoch habe ich mit Makoto Shinkais Kimi no Na wa für mich ein Gegenstück zu diesem fantasievollen Film gefunden. Ich nehme direkt vorweg, Makoto Shinkais Werke sind nicht vollkommen realistisch und das müssen sie auch nicht sein. Doch was mich an seinen Werken beeindruckt ist, wie menschlich sie wirken. Ich dachte, es liegt an den wunderschönen Welten, die mir in den Filmen gezeigt werden, die oftmals anders als bei den Ghibli-Filmen wirklich echt wirkten, sodass ich das Gefühl bekam, dass die Ereignisse, die mir präsentiert wurden, auch so stattfinden könnten in echt. Vor allem der Artstyle hat diese These unterstützt. Personen in Makoto Shinkais Filmen wirken oft sehr unscheinbar, da die dünnen Konturen sie schon fast mit dem Hintergrund verschmelzen lassen. Bewegungen und Emotionen werden nicht überspitzt dargestellt, sondern wie man sie auch in der Realität erwarten würde. Genauso wie die Themenwahl, die sich vor allem im Bereich Liebe, Einsamkeit und dem Wunsch nach Verbundenheit ansiedelt. Jedoch versuchte jeder Film auf seine eigene Art und Weise diese Themen zu beleuchten und schafft es dabei auch. Ich denke, dass dies dazu beiträgt, die Filme echt wirken zu lassen. Aber dennoch denke ich, dass der ausschlaggebende Grund, wieso die Filme menschlich wirken, ein anderer ist. Als ich nochmal die Reise nach Agatha geschaut habe, der viel mehr vom Stil an die Ghibli-Klassiker erinnert, fiel mir ein riesiger Unterschied auf, der wahrscheinlich vollkommen an mir vorbeigezogen wäre, hätte ich nicht die verschiedenen Filme Shinkais direkt aufeinander geschaut. Und zwar das Leitmotiv der Zeit. Garden of Words schafft es am schnellsten, das Motiv der Zeit zu etablieren. Während der unscheinbaren zweiminütigen Anfangsszene wird in großer Schrift der derzeitige Monat dieser Welt dem Zuschauer gezeigt, während genau zu diesem Zeitpunkt die Persönlichkeit des Protagonisten geschaffen wird, da wir trotz seines anfänglichen Monologs nichts über ihn wissen. Dies passiert ohne irgendwelche musikalische Untermalung und wird nur begleitet durch die immer leiser werdenden städtischen Geräusche sowie dem Regen. Erst im Park angekommen, als er eine andere Person dort trifft, wird dieses Muster wieder gebrochen, da er seine Gedanken über diese im inneren Monolog auslässt und die beiden erst einen Dialog führen, sobald eine weitere unerwartete Situation geschieht. Der Film etabliert dabei, dass diese zwei Personen sich nur an regnerischen Tagen an diesem Ort treffen werden. Anfangs sind sie füreinander nur zufällige Personen, die aus irgendeinem Grund sich an regnerischen Tagen im Park treffen. Erst wenn wir als Zuschauer sehen, wie diese sich immer und immer wieder treffen und sie langsam anfangen, auch Selbstgespräche zu suchen, merkt man an ihrem Ton, wie sie sprechen und worüber sie sprechen, dass sie mittlerweile viel mehr sind als das, was uns am Anfang des Filmes präsentiert wurde. Während diese Szenen an uns vorbeiziehen, werden erneut die Monate in großer Schrift dem Zuschauer präsentiert, bis die Regenzeit, die ein zentrales Element im Film ist, zu Ende geht und sich die zwei Hauptfiguren, wie anfangs erwähnt, nicht mehr treffen. Ab diesem Zeitpunkt wünschen sich beide regelmäßig, dass es wieder regnen soll, sodass sie sich wieder treffen. Und mit diesem Zeitpunkt sollte eigentlich jedem Zuschauer bewusst sein, wie tief die Bindung zwischen den beiden eigentlich geworden ist. Auf der anderen Seite gibt es 5 cm per second, welcher einen vollkommen anderen Ansatz nimmt. Die 3 jeweils 22-minütigen Kurzgeschichten, die den Film ausmachen, beleuchten 3 verschiedene Lebensabschnitte der zwei Hauptfiguren. Dabei erlebt man als Zuschauer, wie man es beim Beinamen des Filmes Short Stories About Their Distance schon ablesen kann, wie sich die zwei Hauptfiguren erst kennenlernen und daraufhin nach und nach wieder aus den Augen verlieren. Durchgängig wird ein starker Fokus auf die Gefühlswelt des Protagonisten gelegt, der anfangs noch sehr offene und reine Gefühle hat,
daraufhin diese verliert und am Ende der 3. Episode diesen nachtrauert und verzweifelt nach Ersatz sucht. Dabei ist die erste Episode eigentlich die interessanteste, wenn es um den Nutzen von Zeit geht. Während des winterlichen Wetters entschließt sich der Protagonist, die weibliche Hauptfigur zu besuchen, aber aufgrund des Schnees muss der Zug durchgängig halten und verspätet sich immer mehr. Das immer häufigere Prüfen seiner Uhr, die immer größer werdende Verzweiflung, dass er seine Kindheitsfreunde nicht mehr treffen kann, werden dem Zuschauer unglaublich gut vermittelt. Unter anderem auch durch die leeren, kalten, weißen Landschaften. Man sollte dabei erwähnen, dass diese Fahrt einen Großteil der ersten Episode ausmacht und erst gebrochen wird, als der Protagonist an seinem Zielort ankommt, wo selbst nach Stunden immer noch seine Freundin auf ihn wartet und wir den vorläufigen Höhepunkt in der Beziehung der beiden erleben werden. Die Filme Makoto Shinkais haben einen vollkommen unterschiedlichen Ansatz, wie sie Zeit nutzen. Dennoch erreichen sie ein und dasselbe Ziel. Makoto Shinkais Filme schaffen es durch Zeit, eine gewisse Art Distanz zwischen zwei Personen zu schaffen. Dabei lernen die Hauptfiguren mit dieser Distanz umzugehen und wachsen als Person. Die oftmals anfangs noch vorhandene kindliche Seite wird dabei abschließend abgelegt und der Wunsch nach Nähe rückt stattdessen nach. Ob dieser Wunsch erfüllt wird, ist jedoch von Film zu Film abhängig. Somit ist die Distanz nicht nur ein Filmelement, sondern hilft es auch dem Zuschauer, auf die Aktion der Hauptfigur zu reflektieren und Gleichheiten zum eigenen Leben zu sehen. Die Menschlichkeit in den Filmen Shinkais besteht aus dem Wunsch, immer weiter zu gehen, alte Grenzen hinter sich zu lassen und dies zu erleben in einem vergleichsweise realistischen Nachbild. Auch wenn es wahrscheinlich niemandem möglich ist, durch die Zeit zu reisen, so hat jeder von uns die Möglichkeit, sich neu zu erfinden, unsere Ängste hinter uns zu lassen oder anzufangen, sich nur darauf zu konzentrieren, was man selbst machen möchte und dabei vollkommen auszublenden, wenn andere einen zurückhalten wollen. Ich denke nicht, dass Shinkais Werke auf jede Person diese Wirkung haben. Dennoch sollte sich jeder die Zeit nehmen und sich auf diese Filme einlassen, da er es schafft, eine Geschichte außerhalb der Handlung zu erzählen, sei es durch seine Charaktere, die Musik oder das Composing. Diese Vielschichtigkeit, vermischt mit dem Verständnis der menschlichen Gefühle, führt dazu, dass Makoto Shinkai es schafft, seine Filme atmen zu lassen.